Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 12. Strong. Ihre Sicht. Das gibt es nicht. Eine Frechheit, mich nur wegen meiner Größe so einzuschätzen. Beleidigt drehe ich mich von ihnen weg und fülle schmollend meine Wangen mit Luft. Es tut uns leid, falls wir dich irgendwie beleidigt oder verletzt haben. Du wolltest doch, dass wir raten, erklärt mir Sashi entschuldigend. Und das sehe ich auch ein, aber ich habe nicht einen Moment lang daran gedacht, dass die Crew sich so krass verschätzen würde. Bin ich so flach? Wie alt bist du denn, Kleines? Hängt Sashi mit sanfter Stimme an. Doch bei dem letzten Wort knallen mir sämtliche Sicherungen durch und mehrere Wutadern tauchen auf meinem Gesicht auf. Das Feuer entfacht und lässt mich ohne Bedenken handeln. Wie bitte? Frage ich ihn und presse die Zähne aufeinander. Schnell schlägt er sich eine Hand vor den Mund und weicht etwas zurück. Sashi muss schlucken. Man kann mir mein inneres Brodeln wahrscheinlich ansehen. Er steht langsam von seinem Platz auf und geht mehr auf Abstand. Ich stehe so schnell auf und haue mit den Händen auf die Tischplatte, dass mein Stuhl umkippt. Durch meine Wut spüre ich nicht einmal die Schmerzen im Arm oder Bein. Ruckartig drehe ich mich zu ihm um, greife zu ihm hoch an seinen Kragen und ziehe ihn zu mir runter. Haben Sie mich wirklich die ganze Zeit für ein scheiß Kind gehalten? Nur weil ich nicht so groß bin wie ihr oder was? Schreie ich ihn an. Er hebt beschwichtigend die Hände und eine Schweißperle läuft ihm die Stirn entlang. Nein, versucht er es, aber ich schneide ihm das Wort ab. In meinen Augen bilden sich Tränen, weswegen er mich für einen Moment einfach nur irritiert ansieht. Blumen wachsen eben langsamer als Unkraut, knurre ich und schleudere ihn auf den Tisch. Kurz bin ich überrascht über meine Kraft und starre mit Tränen in den Augen auf meine Hände, fange mich aber schnell wieder. Ihr liegt alle falsch, ihr Penner! Keife ich, trampele wie ein Bauer aus der Küche und fluche vor mich hin. Nach einiger Zeit, die ich genutzt habe, um mich einzukriegen, bemerke ich, dass ich keine Ahnung habe, wo ich eigentlich bin. Schnell ist die restliche Wut verschwunden und ich sehe mich hilflos um. Oje, ich habe doch echt nicht aufgepasst, wo ich hindenne. Ich gehe planlos einige Gänge entlang und öffne ein paar Türen, finde jedoch nichts Vertrautes. Mist, ich hätte mir das Schiff zeigen lassen sollen. Verlaufe ich mir gereizt die Haare. Ich setze mich trotzig an die nächste Wand und überlege, wie ich weiter vorgehe. Erst jetzt denke ich über das Gesagte von eben nach und mir laufen Schweißperlen das Gesicht runter. Geschockt über meine eigenen Worte, mit denen ich einfach so Piraten bedroht habe, stehe ich ruckartig auf. Ich muss mich bei Sashi entschuldigen. Vielleicht hat er sich wegen mir verletzt. Außerdem habe ich Angst vor Trafalgar und will nicht, dass er mich lebendig seziert. Bei dem Gedanken läuft mir ein kalter Schauer den Rücken runter und ich verspüre langsam aber sicher Panik. So schnell ich kann, wie man mit einem Gips eben kann, gehe ich durch die Gänge und öffne weitere Türen, wobei ich langsam den Schmerz im Bein spüre. Da er nicht annähernd so schlimm ist wie früher, macht es mir nichts aus. Ein Trainingsraum, wie es ausschaut. Neugierig betrete ich ihn und sehe mich um. Ich sehe mich nach etwas um, an dem ich meine Wut auslassen kann und erblicke in einem Fass mehrere Bokuto. Kurz rasen mir Bilder in den Kopf, wo ich als Kind ausgiebig damit trainiert habe. Langsam gehe ich auf die Holzschwerter zu und mustere sie interessiert, während weitere Erinnerungen auf mich einstürzen. Was machst du da? Höre ich die Stimme meines Vaters mit festem Ton hinter mir. Ich spitze trotzig die Lippen und schiele über meine Schulter hinweg zu dem großen Mann, ohne meine Haltung aufzulösen. Den langen Stock in meinen Händen halte ich wie ein Schwert vor mich, und als ich mich dazu entschließe, ihm nicht zu antworten, wende ich mich wieder ab und schlage erneut von oben herab durch die Luft. »Ignoriere mich nicht«, bellt er hinter mir gereizt, und keinen Moment später spüre ich eine donnernde Faust auf meinem Kopf, dass ich zischend den Stock fallen lasse und mich jammernd hinknie. »Mann, alter Sack«, fluche ich mit pochender Beule am Hinterkopf und grabe zurück zu meinem Stock. »Ich will sie beschützen, darum muss ich lernen, mit einem Schwert umzugehen«, nuschle ich meinem Vater beschämt eine Antwort, während ich meinen Stock aufhebe. Lange starrt mich mein Vater einfach nur überrascht an, während ich meine Übungen fortsetze. »Komm mit«, verlangt er aus dem Nichts, was mich neugierig aufhorchen lässt. Da er ohne weitere Worte geht, lasse ich den Stock nach kurzem Zögern fallen und folge ihm. Er führt mich zurück ins Haus und dort angekommen öffnet er eine Schublade im Wohnzimmer. Zum Vorschein kommt ein Holzschwert und meine Augen beginnen zu strahlen. »Üb besser damit«, nuschelt mein Vater verlegen hinter gehobener Hand und hält es mir beiläufig unter die Nase. Eine leichte Röte schleicht sich auf meine Wangen und ich nehme es ihm eilig aus der Hand. »Danke«, nuschle ich nur, ohne ihn anzusehen. »Ihr seid so süß, ihr zwei«, hören wir plötzlich eine bekannte Stimme hinter uns verträumt seufzen, weswegen wir ertappt zusammenstecken und zeitgleich rot anlaufen. »Nein, du verstehst das falsch, Mom«, knurren wir verlegen meiner Mutter entgegen. Nun, ohne zu zögern, nehme ich eines der Schwerter in beide Hände und mustere es ehrfürchtig.
Plötzlich höre ich die Tür aufgehen. Ich umfasse reflexartig den Griff, drehe mich um und richte die Waffe entschlossen auf den Neuankömmling. Vor mir in der Tür steht der erschrockene Pinguin. Schnell fasse ich mich wieder, schüttle meinen Kopf und stecke panisch das Holzschwert zurück. Auch Pinguin hat sich wieder gesammelt und kommt auf mich zu. Er räuspert sich und beginnt mit besorgter Stimme zu sprechen. Sashi, Beppo und ich suchen dich schon die ganze Zeit. Ich sehe bedrückt zu Boden, da ich sie erst anmotze und ihnen jetzt auch noch Sorgen bereite. Tut mir leid, nuschle ich kleinlaut in meinen nicht vorhandenen Bart. Ein Grinsen huscht über seine Lippen und er hockt sich vor mich hin, um mich anzusehen. Er hebt meinen Kopf mit einem Finger an, doch ich weiche weiterhin aus. Schon gut, Süße. Ich schaue unsicher in seine Augen und erkenne Ehrlichkeit. Ohne darüber nachzudenken, falle ich ihm mit Tränen der Erleichterung in den Augen um den Hals, sodass er hinten überkippt. Ich sitze nun auf seinem Schoß, mein Kopf liegt in seiner Halsbeuge und meine Arme sind um seinen Oberkörper geschlungen. Lachend erwidert er diese, weswegen ich mich kurz verkrampfe. Schon gut, du hast angefangen. Das ist nur eine Umarmung. Er tut dir nicht weh. Beruhige ich mich selbst und entspanne schließlich wieder. Nach einiger Zeit löst er sich etwas von mir und sieht mir ernst in die Augen. Sag mal, was machst du hier überhaupt? Fragt er und sein Blick huscht kurz zu den Übungsschwertern. Beschämt starre ich nach unten auf seine Brust. Ich hab mich verlaufen, stottere ich beschämt und vermeide erneut den Blickkontakt. Er beginnt zu prusten und bricht letzten Endes in schallendes Gelächter aus, weswegen ich meinen Kopf schon beinahe dampfen sehe. Bei meinem anscheinend sehr niedlichen Anblick lacht er weiter und knuddelt mich dabei. Immer noch mit der Röte im Gesicht wende ich meinen Kopf ab und sage gespielt sauer, überhaupt nicht lustig. Nachdem er zu Ende gelacht hat, steht er mit mir auf seinem Schoß auf und stellt mich vorsichtig wieder auf den Boden ab. Lass uns zu den anderen gehen, ja? Fragt er mich liebevoll. Obwohl er mich so fragt, als wäre ich ein kleines Kind, das seine Eltern beim Einkaufen verloren hat, nicke ich. Ich nehme ohne Aufforderung seine Hand und folge ihm schließlich humpelnd an Deck. Dort angekommen, belagern mich sogleich die anderen vom Trio, Sashi und Beppo. Mich bei ihnen entschuldigend und herumalbernd bemerke ich nicht, dass Pinguin verschwunden ist. Seine Sicht. Schnell stürmt das Mädchen aus dem Speisesaal. Warte, ruft Pinguin noch hinterher und streckt seinen Arm nach ihr aus. Trotzdem fällt in diesem Moment die Tür krachend zu. Dass sie in diesem Zustand überhaupt noch so schnell laufen kann. Sashi rafft sich vom Tisch auf und sieht gedankenverloren zu Beppo. Unerwartet beginnt er lauthals loszulachen. Pinguin und Beppo sehen ihn verwirrt und fragend an, auch Law ist irritiert, lässt es jedoch nicht zu, es zu zeigen. Und jetzt weiß ich, was sie damit meint, sich immer in Kämpfe zu verwickeln, bringt er zwischen seinem Lachen hervor. Abgesehen von Law steigen auch die anderen in sein Lachen ein. Lasst uns sie suchen, wirft Pinguin, nachdem er sich beruhigt hat, in die Runde. Das ist mir zu blöd, entgegnet Trafalgar kalt und verlässt prompt den Raum, um in seine Kajüte zu gehen. Der Arzt hat bei ihrem Auftritt die Idee, sie in die Crew aufzunehmen, schnell wieder verworfen. Eine Frau an Bord war von Anfang an eine Scheißidee. Allein die Stimmungsschwankungen sind unerträglich. Verärgert lässt er sich an seinem Schreibtisch nieder und beginnt die Papiere zu ordnen. Anhand ihrer Reaktion ist nun klar, dass er und die anderen sie offensichtlich zu jung eingeschätzt haben, doch die Neugier in ihm erstickt zusammen mit anderen Fragen im Keim. Ein wenig später klopft es an seiner Tür. Rein aus Gewohnheit lässt er die Person eintreten. Ohne seinen Blick zu heben, fordert er, dass die Person sprechen solle. Er stellt sich heraus, dass Pinguin an die Tür geklopft hat. »Captain, die Kleine scheint kämpfen zu können.« Innerlich hellhörig, äußerlich nichtssagend hebt er seinen Blick und zärtlich eine Augenbraue. »Ich habe sie in einem der Trainingsräume gefunden, mit einem Bokutö in der Hand. Als ich eintrat, stand sie mir mit ernstem Blick und perfekter Haltung gegenüber, bereit, mich zu erledigen«, beendete er seinen Bericht. »Ich kümmere mich darum«, entgegnet Law schlicht und schickt ihn mit einer Handbewegung raus. Sehr interessant.